Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein neues Video und wir machen heute normale Knete versus Kugelknete versus Play-Doh Knete versus Kinetic Sand versus intelligente Knete Pazifik versus Silk Clay in Neongrün. wir fangen auch gleich An mit der normalen Knete. Normalknete. Die ist so, Sehr fluffig. ja, sehr fluffig. Und das ist auch so ähnlich wie Play-Doh. Die fühlt sich halt ähnlich Und ja, mit der kann man zum Beispiel auch Figuren machen. und sie trocknet auch aus. Also wenn man jetzt so eine Kugel jetzt hier hinlegt und so für einen Tag bis 2 Tage so stehen lässt, dann ist sie ausgehärtet oder trocken. Und man kann sie sehr leicht auseinanderziehen. Genau, also sie lässt sich nicht so gut zerziehen. Also sie reißt sehr, sehr schnell. Also Dann geht es weiter mit der Play-Doh-Knete. Und die ist auch ja, sehr fluffig. Man kann die halt sehr gut auseinanderreißen. Die ist in so einem Grau. genau grau Glitzer. Kann man Ja. jetzt nicht so gut erkennen. Und sie reißt. Ja, voll. Und ja, sie ist halt von Play-Doh. Genau. Dann geht es weiter mit Der Kugelknete, ja, da sind Styroporkugeln drin. Sie stinkt ein bisschen. Sie lässt sich sehr leicht auseinanderreißen. Ist auch ein bisschen klebrig. ja, Also die Styroporkugeln kleben an der Hand, wie man da jetzt bei mir sieht. Und auch da. Ja, man denkt irgendwie, dass da drin Slime ist. Also, obwohl es ist aber nicht Slime, weil da fallen sie nur raus. ja, weil und wenn es halt Slime wäre, dann würden die halt kleben. Deshalb, ja, Dann geht es weiter mit Also das ist jetzt nicht das nächste, aber ich habe diese Kugelknete mit intelligenter Knete gemischt und es ist eigentlich sehr ähnlich. Also halt Styroporkügelchen drin. Die Styroporkügelchen kleben, also fallen auch so ein bisschen raus, wenn man so länger damit knetet. Ja, aber ich habe es halt mal gemischt. Und jetzt geht's wirklich weiter mit Kinetic Sand. Kinetic Sand ist, wie man sieht, Sand. Nur halt ein bisschen fester mit Knete drin. Er bröselt auch und damit kann man halt so Sachen Figuren machen, also Sachen bauen halt, und der klebt halt auch an der Hand, wie man hier ein bisschen sehen kann. Und ja, es macht halt wirklich Spaß, den zu kneten eigentlich, auch wenn er ziemlich bröselt. Wie man hier sehen kann, wir können ja mal kurz irgendwas damit bauen. So, wir haben einen viereckigen Schneemann gebaut. wie Ja, man der sieht. zerfließt halt. Der zerfließt gerade. Ja, so viel im Winter. ganz Oder im Sommer. langsam. So, also wir haben jetzt wirklich ein paar Minuten gewartet, bis der ganz zerflossen ist. Ja. Und dann kommt der jetzt mal wieder in Den Plastikbehälter rein. Wir machen weiter mit Silk Clay. Die wird auch Seidenknete genannt. Sie stinkt ziemlich, ist wahrscheinlich
Ja, also ein chemisches Produkt. Deshalb muss man danach auch, Hände waschen. also wir machen es zwar, aber man muss es halt nicht. Hände waschen. Ja. Man kann sie sehr gut zerziehen, sie reißt nicht sofort. Also sie ist ein bisschen ähnlich wie intelligente Knete. Ich teste mal, ob sie auch springen Nur kann. sie ist viel leichter. Ja, sehr leichter. Also man denkt eigentlich, dass man eine Feder in der Hand hat, aber sie kann nicht. Oh, doch, sie kann springen. Aber Nicht so natürlich, wenn du es zeigen willst, dann macht sie es nicht. Aber es ist auch kein richtiger Ball gerade. gut. Genau. Also Es muss halt Im immer ein Ball Vergleich- sein. im Vergleich zur intelligente Knete, die springt ein bisschen mehr. Und die hat nicht so doll, aber irgendwie hat sie Ähnlichkeit mit Ja, intelligenter Knete. Und ja, das war's eigentlich. Und unsere persönliche Lieblings ist auch von allen die intelligente Knete. Genau, das ist sie. Also sie kann man auch sehr gut zerziehen. Eigentlich ist das mehr, aber ja, wir haben das halt gemischt und deshalb. Und mir wurde auch mal was geklaut. Und morgen kaufen wir uns auch noch neue intelligente Knete. Genau, also die kann man auch sehr gut zerziehen. Zerreißen kann man diese aber besser. Also da kann man wirklich das besser erkennen als bei Sickley. Also bei Sickley sieht es halt so aus, richtig zerrissen. Also nicht so ordentlich wie bei intelligente Knete. Ja, und das war's auch eigentlich schon mit unserem Video. Wir stellen jetzt nochmal alle Kneten dahin. So, also das sind jetzt nochmal unsere ganzen Kandidaten gewesen. Ja. Also Seikei, Kinetic Sand, intelligente Knete, Knete, also ganz normale Knete, Play-Doh-Knete und Kugelknete. Und wir beraten uns jetzt mal kurz und dann empfehlen wir euch eine Knete, die ihr kaufen könnt. Mhm. Wir haben uns jetzt entschieden. wirklich lange beraten. Genau, also wir finden 5 wirklich, Sekunden. Ja, also wir finden jetzt wirklich, dass die intelligente Knete am besten ist. Achso, wir Ja. haben Pazifik. Und davon gibt es halt auch noch richtig viele Sorten. Zum Beispiel Gold und Rosa Genau. und Silber. Ja, und es gibt auch mehrere Arten von intelligenter Knete. Zum Beispiel welche, die magnetisch sind. Genau, leuchtend. Ja, oder ja, egal. Also wir hoffen, Euch Euch hat hat das- dieses Video gefallen. lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Und ein kostenloses Abo.